Sind wir da? Sind wir da? Sind wir alle da? Da sind wir. Mahlzeit. Wir sind's, die Piranhas. Zwei davon. Hallo. Und wir machen heute Piranha-Becken TV zu Hause aus dem Homeoffice. Und genauso heißt die Sendung auch Homeoffice. Ja. Oh. Interessant. Ja. Wahrscheinlich seid ihr alle im Homeoffice, jetzt momentan. Ja. Und die Leute fragen uns, wie macht ihr das denn jetzt? Ne? Spielentwicklung und Gedönse. Ja, wir haben zumindest die glückliche Situation, ja, dass wir in einer Branche arbeiten, die jetzt nicht darauf angewiesen ist, viel mit Menschen zu tun zu haben. Okay, schön ausgedrückt. Hört sich irgendwie komisch an. Ja, also Kundenkontakt ist ja eher so Messe. Ne? So. Und Messemodus sind wir gerade nicht. Deswegen dürfen wir auch zu Hause arbeiten und können dabei trotzdem produktiv sein, Gott sei Dank. Wir sind alle Nerds und hocken zu Hause und zocken Computerspiele. Ja. Naja, also wie genau läuft das dann ab? Also was wir machen ein Stück Software, ne? Wie Recreate Worlds, ja, das heißt, wir machen zu Hause Dinge wie Tische, Stühle, Bänke, Figuren basteln, Storys erzählen und so weiter, kann man auch miteinander vernetzen. Das heißt, im Netz sind wir miteinander verbunden. Das heißt, unsere Entwicklungsumgebung, das heißt, an der Welt, an der wir gerade arbeiten, die ist für alle, die zu Hause hocken und so, ist die verfügbar. Ne? Ja, also die bei uns in der Firma arbeiten. Ja, genau. Also das Passwort ist, wie machen wir das denn? Jeder braucht einen Rechner erstmal zu Hause. Korrekt, Ne, und zwar einen guten. Und zwar einen guten, ne? Weil wir sind ja jetzt nicht dafür bekannt, dass wir jetzt Spiele produzieren, die jetzt unbedingt irgendwie auf dem C64 laufen. Ne? Okay, aber ein bisschen, also mit gut meine ich jetzt nicht den Überrechner von XY. Von Gronk zum Beispiel, weil der hat immer die super Monstermaschine. Der könnte es auch spielen, ja. Aber es funktioniert auch der normale gute Rechner zu Hause. Ja. Man muss ja auch irgendwie vorankommen. Man muss ja irgendwie vorankommen, ne? Jetzt schwurbel ich mir eins. Dann brauchen wir entsprechende Software. Einmal unsere eigenen Entwicklungsumgebung, das heißt unser Editor, um die Püppchen in die Welt zu setzen und die Sachen halt miteinander zu verdrahten, zu einem Spiel zu machen. Genau, den packen wir dann da drauf. Den packen wir da drauf, den muss man auch erstmal zum Laufen bringen, weil er ja halt nun mal so eine Zwischenversion ist mit allen möglichen DirectX Sonderperzen aus der Hölle. Ja, also das ist natürlich schon so ein bisschen spezial. Jeder von uns hat, wenn er sich zu Hause eingerichtet hat, 1 bis 2 Tage gebraucht, bis es überhaupt lief, das Ding. Ne? Ja. Du warst schneller. Ja, tatsächlich. Es liegt an 2 Dingen. Erstens, es hilft auch eine gute Internetleitung. Muss man einfach mal so sagen. Ja. Die haben wir glücklicherweise zu Hause, ja. Sodass man sich den ganzen Kram etwas schneller ziehen kann, als wenn man jetzt so eine Gähnungsleitung hat. Aber wieso haben wir die denn? Weil die hier die Glasfaser verlegt haben. Das heißt, wir wohnen in einer Großstadt, also zumindest angelehnt, ne? Großstadt? Ja, mein Gott, wir sind halt in Bochum, ich komme aus dir. Nein! Also, es gibt ja Leute, die wohnen auf dem Land, die haben halt keine so eine gute Leitung. Für die wäre das schon schwierig. Für die wäre das richtig kacke. Ja, aus dem Kaff, wo du herkommst, oder ich, ja, Remscheid oder Emsdetten, ist das schon so ein bisschen schwierig, glaube ich. Ja, ne? Da muss man entweder Glück haben und man liegt schon in einem Gebiet, wo die halt gute Leitungen haben schon. Oder man muss echt länger warten. Und dann kann es auch mal länger dauern. Aber gut, Hauptsache es funktioniert überhaupt. Ja, und wie kommunizieren wir miteinander? Hat man letzte Folge schon erwähnt, Teamspeak benutzen wir. Genau. Warum Teamspeak? Weil es fehlerfrei läuft. Man könnte auch Discord nehmen oder so, aber bei Teamspeak kann man sich mehr abkapseln. Bei Discord ist halt schon so irgendwie so Social Media mit drin und so und es ist dann halt irgendwie so halb offen. Ne? Gibt auch noch andere Vorteile, technische Vorteile, warum wir das benutzen. Man kommt halt nicht dran. Ne? Wenn sich 2 Leute unterhalten, das ist halt super Top-Secret-mäßig. Kann man wahrscheinlich bei Discord und bei Skype und hast du nicht gesehen auch machen, aber dann liegen die Daten dann irgendwo und man weiß nicht genau. Bei Teamspeak kann man einen eigenen Server einrichten, ne? Und deswegen benutzen wir das. Und das haben wir auch gemacht. Und das Schöne an dem Ding ist, dass wir unseren Teamspeak-Server quasi genauso eingerichtet haben wie die Firma, weil so ein bisschen vermisse ich die schon. Die Firma war jetzt ein paar Wochen nicht da. Und dann haben wir in dem Teamspeak quasi die Räume, die wir normalerweise als Büros haben. Das heißt, es gibt den Proggy-Raum, es gibt den Animationsraum, es gibt den Story-Raum und so weiter. Es gibt zum Beispiel auch den Garten. Da kann man sich mal im Teamspeak-Server in den Garten stellen. Vielleicht kommt hier einer dazu und quatscht ein bisschen mit einem. Da steht dann auch Garten, Querstrich, Kaffeemaschine.
Ne? Ja, ich kann mich auch meistens nicht entscheiden. Ich bin meistens im Garten. Ja, gut, okay. Mails natürlich, ja, für den täglichen Wahnsinn. Ja. Über Mails kommunizieren wir. Dann haben wir eine Mantis Bugbase, das heißt also übergreifende Dinge, wie zum Beispiel, wenn ich aus dem Story Department irgendwelche Probleme habe oder Sachen, die gerne gefixt werden wollen oder die gerne gemacht werden wollen oder so, dann trage ich die ein in Mantis. Das ist so eine webbasierte Datenbank, wo man halt so Tickets verteilen kann. Da kannst du dir also so eine Entität dann erzeugen und dann steht dann drin irgendwie, das Spiel sieht blöd aus oder so. Und das assignst du dann entsprechend an den Levelbereich oder so. Ne? Genau. Dann kommt er dann zurück und sagt, an welcher Stelle denn? Warum denn? Und wie soll es dann aussehen und so weiter. Und da kommuniziert man halt über diese Mantis-Bugs. Interessanterweise. Oder Issues, oder wie man das nennt. Genau. Interessanterweise ist in Mantis sind da nicht nur alle Arbeiter von Piranha Bytes mit drin, sondern Zugang haben auch zum Beispiel die Leute von THQ und die QA von THQ und so weiter. Und die können dann auch sich zum Beispiel einen Milestone von uns angucken und ein Ticket assignen. Das heißt, wenn da einer gerade irgendwie den aktuellen Milestone anguckt und er findet den schwebenden Baum, dann kann er sagen, hey, ich habe einen schwebenden Baum gefunden und kann das an uns schicken und derjenige, der den Baum dann halt auf den Boden setzen soll, der kriegt das dann. Ja, dann haben wir noch den Klassiker, der Telefon, Smartphone. Man kann die Leute auch anrufen, das funktioniert. Ja, und unsere Datenbasis, das sind glaube ich mehr als 40 Gigabyte mittlerweile, die Entwicklungsumgebung, weil die ganzen Daten ja nicht komprimiert sind, wie normalerweise bei einem Spiel oder so, dass die ganzen Texturen und die ganzen Models und so weiter alle in Rohdaten vorliegen, also mehr als 40 Gigabyte. Und die musst du dir mal schön durchs Netz irgendwie erstmal ziehen. Das dauert natürlich seine Zeit. Und als Datenaustausch-Tool benutzen wir Perforce. Ne? Das kann man dann auch per Remote, also von zu Hause aus ansteuern und kann dann da entsprechend in den Daten rumfrudeln und dann sieht man sich hoffentlich nur das, was man tatsächlich braucht, ne? Nicht die komplette Base, weil sonst brauchst du 3 Wochen, bis das alles zu Hause ist, selbst mit unserer Monsterleitung hier. Ne? Ja, und dann gibt's dann halt den Bildrechner, der in der Firma steht, der das Ganze dann halt so weit aufbereitet, dass es dann das Spiel zusammenbaut, ne? Also den Progi-Bereich verbindet mit dem Content-Bereich, mit dem Story-Bereich und so weiter. Drückt man da auf den Button irgendwie von zu Hause aus und kann dann warten, bis das Ganze kompiliert ist und dann kann man das spielen. So, ne? Und da steht ein Rechner bei uns in der Firma, der dann von extern dann angesteuert wird. Das heißt, man hat da auch Zugriff drauf. Das ist ziemlich cool. Das heißt, für diejenigen, die das nicht irgendwie häufiger gehört haben, funktioniert das folgendermaßen. Ich nehme irgendetwas im Editor, packe es ins Spiel, zum Beispiel eine Figur, und jemand anders, der woanders zu Hause sitzt, setzt da einen Baum rein und wieder jemand anders irgendwie schreibt einen Satz da rein. Und dann habe ich aber trotzdem nicht den Satz von dem oder den Baum von dem, sondern nur mein Püppchen in meiner Umgebung. Und wenn ich das mir nach Hause hole, was er gebaut hat auf dem Rechner in der Firma, dann bekomme ich auf einmal auch den Baum und den Satz dazu. Und so funktioniert das. Schwupps, auf einmal ist alles da. Genau. Ne? Ja, gut. Wie effektiv ist das? Ja, ziemlich eigentlich. Ne? Das heißt also, wenn jeder vor seinem Rechner sitzt und vor sich hin arbeitet, ob er jetzt in der Firma sitzt oder zu Hause, ist eigentlich unerheblich. Jeder ist für sich selber verantwortlich. Jeder muss zusehen, dass er seinen eigenen Kram gebacken kriegt. Das ist genauso wie eine Firma auch. Jeder kann anfangen, wann er möchte, beenden seine Arbeit, wann er möchte, soll halt sein Pensum irgendwie erreichen. Und im Teamspeak kann man halt sehen, ne, wer gerade arbeitet und wer nicht. Da hast du halt so ein Ticket und kannst dann so ein Blip anmachen und kann sagen, so, ich bin gerade anwesend, abwesend, muss gerade aufs Klo, keine Ahnung, irgendwas. Ja? Und daran siehst du schon, ob jemand erreichbar ist oder nicht. Und ja, so funktioniert das. Genau. Ne? Läuft das jetzt, weil ich das Knöllchen geschmissen habe, ist jetzt das Video ausgegangen und wir haben die Community-Frage unterschlagen. Was aber voll den Volltreffer. Volltreffer, ja. Voll den Volltreffer, ey. Deswegen mit dem Knöllchen werfen, das mache ich mal nicht mehr. Zumindest nicht in die Richtung. Gibt ja auch Leute, die sagen uns irgendwie, nimmt doch ein Tablet besser. Das ist dann auch irgendwie, naja gut, sollten wir mal drüber nachdenken. So. Community-Frage. Ja. Inwieweit sind eigentlich die Videos vorgeplant? Sind die Videos über festgelegte Zeiträume vorproduziert, zum Beispiel ein halbes Jahr? Teilweise sind doch die Aufnahmen weniger als 100 Leute gefragt von der letzten Gamescom, oder täusche ich mich da? Ja,
habt ihr dann für die Leute einen ganzen Fragenkatalog vorbereitet. Nach welchen Kriterien sucht ihr euch die Themen aus und wie bereitet ihr euch auf die Videos vor? Auf dem Tisch sehe ich ein Blatt Papier mit Text. Ja, also wir haben ein Wiki, wo mehrere Themen, die so reinkommen, die wir uns überlegen, dann drinstehen und so weiter. Und wenn ich manchmal morgens aufstehe, habe ich irgendwelche Ideen, was man Leute fragen könnten. Ne? Und die schreibe ich dann auf. Meistens so 10 bis 15 Fragen sind das so. Und wenn wir dann mal auf so eine Veranstaltung sind, ne, wie die Gamescom oder was auch immer, was gerade eben nicht stattfindet, ja, deswegen dann fragt man die Leute halt irgendwie was Spannendes, so was uns so einfällt. Und manchmal haben wir auch eine Idee da schon dazu, was man da für ein Thema draus stricken könnte. Das heißt also, wir haben weniger als 100 Leute gefragt, Frage impliziert schon, was man als Frage stellen könnte oder als Sendung machen könnte, die dann dazu passt. Oder manchmal fragen wir auch irgendeinen Blödsinn, der dann irgendwie reingestrickt wird. Oder man hat halt irgendwie ein Thema, was da gar nichts mit zu tun hat. Dann macht man es halt ohne. Wir haben weniger als 100 Leute gefragt, damit es irgendwie so einen bunten Blumenstrauß gibt. So. Jetzt zum Beispiel, jetzt haben wir keine Fragen, weil wir haben das hier nicht vorbereitet. Also machen wir es ohne. Weil Homeoffice ist ja jetzt ein Thema, was jetzt nicht so akut war, aber es wurde jetzt akut. Ne? Das ist jetzt die zweite Sendung der Session 20 oder was das ist. Keine Ahnung. Oder 21. Ich verbummelt. Und dann gucken wir halt. Ne? Ja, und wie kriegen wir die Themen? Ja, alles, was uns so einfällt. Ne? Genau, wir machen dann quasi zusammen mit wir haben Fragen oder ohne quasi nochmal ein Brainstorming, fassen das Thema zusammen, was könnte man darüber erzählen, was interessiert die Leute hoffentlich, was können wir aus unserem Repertoire noch dabei tun und dann packen wir das in Stichworten auf einen Zettel, damit wir es nicht vergessen und nehmen das mit in die Folge. Ganz genau. So. Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Ne? Wir hoffen, damit haben wir die Frage beantwortet und ja, bleibt uns gewogen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald, macht's gut. Macht's gut. Das erste Mal war irgendwie cooler, ne? Ja, weil man dann so rumschwurbelt. Was hatte ich gerade noch mal gesagt? Was war das denn? Oh, nee. Das ist meistens so. Und die erste Aufnahme ist immer die bessere, ne? Das kriegst du nie wieder hin. Das mit dem Knöllchen auszuwerfen. Wetten? Selbst wenn du es jetzt jedes Mal versuchst. Ich probier's.